Hallo, ich begrüße Sie hier zum dritten Video. Es geht hier um die Erstellung von Inhaltsverzeichnissen auf der Basis von Formatvorlagen, die wir ja im vorigen Video eingesetzt haben. Dazu gehe ich erstmal an den Anfang des Textes. Wenn ich hier auf Leben klicke, dann bin ich schon ziemlich weit oben. Ich hätte auch Steuerung Position 1 nehmen können. Und da soll das Inhaltsverzeichnis dann an diese Stelle hier, diesen leeren Absatz hier oberhalb von Leben, vielleicht machen wir die Absatzmarken auch mal sichtbar, dann sieht man das. So, da stehe ich und dann gehe ich hier in das Register Referenzen und dort steht vorn Inhaltsverzeichnis. Dann nehme ich dann auch gleich das erste und da sehen wir, da sind also jetzt die Seitennummern schon verzeichnet. Und es fehlen allerdings noch zwei Abschnitte, die hatte ich eben noch nicht aufgenommen. Der Punkt 1.5 und 1.6 war es, glaube ich. Da wollen wir mal schauen. Die kann man jetzt nachträglich noch reinbringen, diese Formatvorlagen. Ich gehe hier auf Rückblick und kritische Würdigung und da müssten die ja oberhalb irgendwo stehen. Na, das ist schon eine ganze Menge. Da ist es, 1.6. und 1.5, die werden also dann Überschriftenebene 2, diese Nummerierung vorweg, die entferne ich mal. Und dann gehe ich hier über das Register Start, da haben wir hier die Formatvorlage mit Überschrift 2 und dann haben wir das hier, nach sowjetisches Politikengagement, das ist auch schon hier in der Navigation vertreten. Und das hier soll auch noch rein, das ist auch Überschriftenebene 2. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ist das auch schon im Inhaltsverzeichnis drin? Nein, das ist es nicht. Navigation ist vollständig, aber nicht das Inhaltsverzeichnis. Da klicke ich einfach mal rein. Und dann sehen wir, gibt es schon hier den Punkt Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Und da wähle ich gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Und schon haben wir das. Das Inhaltsverzeichnis in der Wikipedia hat ja noch Nummerierungen. Die kann man hier auch auf verschiedene Weisen reinbringen. Also nicht nur das Inhaltsverzeichnis hat ja Nummerierungen, sondern auch die Abschnitte, die Formatvorlage Ebene 1, das war dann 1, 2 und 3, hat man da eben gesehen. Und dann haben wir hier die Unterpunkte Kindheit und Jugend, das wäre dann 1.1 oder 2.1, je nachdem, ob man Inhalt jetzt noch mit als Abschnitt nimmt. So, schauen wir uns das mal an, wie das geht. Eine Möglichkeit, die Nummerierung reinzubringen, ist, wenn ich hier im Register Entwurf schaue, da gibt es schon eine ganze Menge an Möglichkeiten für die Dokumentformatierung. Das, was wir bisher gesehen haben für Überschrift 1 und 2, das ist also diese Standardformatvorlage, so wie Sie die auch haben an jedem Gerät, wenn Sie mit Word anfangen, mit Formatvorlagen für die Überschriften zu arbeiten. Aber hier haben wir eine ganze Menge anderer Möglichkeiten. Bei den Designs, die hier vorne stehen, da sind ja verschiedene Möglichkeiten gegeben oder auch hier ist schon voreingestellt für die Dokumentformatierung. Kann man jetzt in der Kürze der Zeit nur das Allerwichtigste zeigen. Wenn ich jetzt mal hier drüber gehe, dann sehen wir hier, dann wird sofort eine Vorschau im Dokument gebracht. Da ist dann, Inhalt ist also hier auch eine Überschrift, ne? Und Leben ist eine und Kindheit und Jugend, das ist dann ein Unterpunkt, also Überschriftenebene 2. Und wenn man hier weitergeht, dann sehen wir hier andere Schriftarten, andere Schriftgrößen und hier kommen dann sogar schon Nummerierungen dazu. Na, da sehen wir, 1 ist Inhalt, 2 ist Leben und wenn ich da draufklicke, dann sehen wir, ist das hier hinten in der Navigation auch schon sofort berücksichtigt. Auch hier unten ist das schon berücksichtigt. Na, und das, was wir eben angelegt haben, hier Rücktritt als Präsident oder nachsowjetisches Politikengagement, alles ist schön durchnummeriert und das ist nur noch nicht im Inhaltsverzeichnis passiert. Wie kriege ich das hin? Ich klicke in das Inhaltsverzeichnis hinein und wähle hier Inhaltsverzeichnis aktualisieren und gesamtes Verzeichnis aktualisieren und dann haben wir also auch hier die Nummerierungen. Ja, das war's für dieses Video, sollte man also jetzt erstmal üben. Wir hatten vorher Formatvorlagen, Ebene 1 und 2.
3 gäbe es auch noch, wenn man jetzt mal den Generalsekretär hier nimmt. Ne, der ist hier, da ist hier KPDSU, der soll jetzt hier Überschriftenebene 3 werden. Wie mache ich das? Shortcut wäre Alt 3. Ja, das geht also auch mit Shortcuts. Oder wenn man hier die sowjetischen Staatsoberhäupter auch mal dazu macht, Alt 3, dann spare ich mir, dass ich hier oben im Register Staat auf Überschriftenebene 3 klicke. Das geht also auch mit den Shortcuts. Alt 2 wäre Überschriftenebene 2, Alt 1 wäre eben Überschriftenebene 1. So, das war also jetzt nur ein Test, kann man schön rückgängig machen. Jetzt steht es auch wieder so da und wir sehen, hier ist also jetzt der Generalsekretär der KPDSU, soll aber jetzt wieder richtig werden. Entweder hier draufklicken, so, oder eben Alt 2 als Shortcut, wenn man Cursor in der Zeile hat. Wir gehen an den Anfang und wenn das Inhaltsverzeichnis nicht aktuell ist, dann einfach mal reinklicken, Inhaltsverzeichnis aktualisieren, gesamtes Verzeichnis und dann werden also auch Nummerierungen angepasst und auch die Seitennummern, die wir hier hinten stehen haben. So, das wär's und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Video dann auch anschauen. Tschüss!